Sorry, KI-Suchmaschinen interessieren sich nicht für deine Webseite. Zumindest nicht, wenn du keinen relevanten Beitrag zum Diskurs leistest. Was wirklich zitiert wird und wie du ein Teil davon wirst, lernst du in dieser Folge. Viel Spaß! Wie wählen KI-Suchsysteme Inhalte aus? Was wir wissen: KI-Modelle generieren Antworten aus Trainingsdaten und RAG, Retrieval Augmented Generation. Die Auswahl ist dabei kein Ranking, sondern eher ein: Wählen wir diese Quelle als Basis für unsere Antwort oder eben nicht. Und dazu möchte ich dir spannende Zahlen, eine spannende Statistik von einer Studie von X-Funnel zeigen. Und zwar springen wir hier rein und dabei haben sie betrachtet, wie viele Quellen pro Antwort in unterschiedlichen AI-Engines oder Generative Engines angezeigt werden. Sie haben da jetzt Perplexity, Gemini und ChatGPT, wahrscheinlich auch die wichtigsten Player, mit aufgenommen. Und hier sehen wir, das ist jetzt ohne ChatGPT Search, das ist wirklich, ChatGPT kann selber entscheiden, ob es zitiert oder nicht. Dann sehen wir, Perplexity und Gemini liefern tendenziell viel mehr Quellen als im Vergleich ChatGPT, was aus meiner Sicht auch sehr logisch ist aufgrund von der Funktionsweise und dem Fokus. Das bedeutet aber, die Chance überhaupt genannt zu werden, ist deutlich kleiner als im klassischen Suchranking. Aber das sollte jeder wissen. Umso wichtiger ist es, verstanden zu haben, was zitiert wird, warum und wie kann ich ein Teil davon werden. Was wird jetzt zum Standpunkt heute, weil so die Welt bewegt sich gerade extrem schnell, was wird zum Standpunkt, sagen wir mal, Q1 2025 zitiert? Was ist da die aktuelle Datenlage? Und das gehen wir jetzt Schritt für Schritt, Punkt für Punkt aus zwei Hauptdatenquellen durch. Das erste ist einmal zitierte Inhaltsarten. Und das ist für mich eine unglaublich spannende Betrachtungsweise. Und zwar X-Funnel hat hier betrachtet, welche Art von Content wird typischerweise als Quelle herangezogen. Und die haben das aufgeteilt in, wie man es im Marketing macht, nach Owned Media, vereinfacht ausgedrückt deine Website, Earned Media, das können Presseartikel, Fachartikel, Blogs, Affiliates und so weiter sein, und UGC, also User-Generated Content, sowas wie Reddit oder irgendwelche anderen Foren und so weiter. Und hier sehen wir einen Großteil der Quellen, die herangezogen werden, egal bei welcher Plattform. Es gibt große Unterschiede, aber der Großteil ist earned. Und das ist auch das, was ich seit 2 Jahren predige. Digitale PR ist in dieser neuen KI-Welt so immens wichtig geworden, dass du einen starken digitalen Fußabdruck hast. Man muss hier jetzt investieren, sonst wird man einfach Probleme kriegen in diesen neuen Generative Engines. Zweitens, Domain-Reputation oder nennen wir es Domain-Autorität. Wie gesagt, ist in diesem Kontext ziemlich egal. Also, was X-Funnel auch herausgefunden hat, ist, die Domain Authority ist das von Moz, korreliert mit zitiert werden. Das heißt, je höher dein Domain Authority Score, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du zitiert wirst. Von allen Sachen, die zitiert worden sind, waren 31,53% aus dem Bracket 80 bis 100 Domain Authority. Auch im Mid-Tier war viel Sichtbarkeit. Was ich hier vermute, ist einfach spezialisierte Seiten, wo es einfach sonst keinen Content dafür gibt. Was jetzt hier wichtig ist, impliziert heißt Korrelation, Kausalität? Nein. Ich glaube nicht, dass die jetzt Domain Authority unbedingt so hinzuziehen, weil es gibt ja noch was anderes, was auch sehr gut korreliert ist, nämlich die Anzahl der Markensuchanfragen, also wie oft jemand nach deiner Marke sucht in Google, korreliert auch sehr gut mit, ob du in Generative Engines angezeigt hast. Ich glaube, wir können hier fast schon den Begriff Markenstärke und digitalen Fußabdruck nennen. Was es dann genau der Faktor ist, ist jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, schwer zu sagen. So. Dann, was ich unvorstellbar spannend gefunden habe, und das ist eher aus einer Studie, oder das ist aus einer Studie von Kevin Innig, ist das Thema Inhaltstiefe und Struktur. Die meist zitierten Inhalte hatten signifikant längere Texte und mehr Unterabschnitte als der Durchschnitt. Wort- und Satzanzahl erwiesen sich als stärkste Unterscheidungsmerkmale der erfolgreichsten Inhalte.
Jetzt muss man wieder das nuanciert betrachten. Heißt es jetzt, okay, wir müssen das SEO-Erfolgsrezept von vor 10 Jahren fortführen, dass wir einfach immer noch längere Texte machen? Nein, so sehe ich das nicht, weil wir haben sehr viele Experimente gemacht und es geht hier nicht um die Textmenge pro Seite. Also wenn du willst, dass eine URL sehr oft zitiert wird, dann ist es natürlich gut, mehr Text auf diese Seite zu ballern. Aber du reduzierst natürlich auch die Nutzererfahrung auf dieser Seite. Worum es geht, ist, dass du auf deiner Webseite Inhaltsbreite und Inhaltstiefe hast. Und wie du das aufteilst, macht einen Unterschied, weil wir wissen ja zum Beispiel aus AI-Overviews, dass es schlau ist, Seiten öfter aufzusplitten, weil die Seite dann mehr Fokus hat und das tendenziell besser zitiert wird. Das heißt, sieh das jetzt nicht, längere Texte sind besser, sondern die gesamte Inhaltsmenge. Wenn du mehr Inhaltsmenge hast, hast du natürlich mehr Chancen, Texten mehr Facetten ab und die Chance, dass du zitiert wirst, ist größer. Das heißt, ist Content Marketing tot? Nein, wir müssen sogar mehr Content produzieren. So. Das ist auch dieser Aspekt, den ich schon öfter erklärt habe. Es gibt eine tolle Folge dazu, ist das Thema Ranch-Style-Content. Das ist das, was ich empfehlen würde und nicht jetzt noch längere Texte, die noch weniger, sagen wir mal, angenehm zu konsumieren sind. So. Dann, was wir auch wissen, was sehr gut funktioniert, sind Inhalte, die klar gegliedert sind mit Überschriften, klaren Abschnitten, Kurzantworten, Listen. Es ist wahrscheinlich so, dass das für KI leichter hier ist, was Sinnvolles rauszulesen. Also es ist einfacher wahrscheinlich konsumierbar für KI und dementsprechend funktioniert es auch besser. Und was sie dabei auch mögen, sind einfach klassische Erklärungsmodelle. Da haben wir schon in einer ganz alten Folge mal drüber gesprochen, eben Vor- und Nachteile, Schritt für Schritt, das sind alles Sachen, die einfach konsumierbar sind. Wenn du da weiter reinbohren willst, empfehle ich dir diesen Beitrag übrigens von Kevin Indig zu diesem Thema. So, dann kommen wir zum Thema Lesbarkeit. Und hier scheint es so zu sein, dass Modelle mittlere Flash-Index-Werte am liebsten mögen. Das heißt, ich vermute, je präziser und verständlicher ein Text formuliert ist, desto eher kann ihn KI auch sinnvoll übernehmen. Oder was da vielleicht mein weiterer Gedanke ist, wenn es zu technisch, zu komplex ist, ist die Chance hoch, dass es falsch zitiert bzw. halluziniert wird. Und wenn der Text zu einfach ist, dann wirkt es unseriös. Was da der Grund ist, ist aber schwer zu sagen. Wiederum, der tolle Beitrag von Growth Memo geht eben auch auf diesen Aspekt ein. So, dann nichts Neues, aber was man glaube ich immer wieder hören muss, ist Einzigartigkeit und Datenbasis. Das wissen wir eigentlich schon von Anfang an, aber häufig zitiert werden Inhalte, die exklusives Wissen oder aktuelle Daten liefern. Und exklusives Wissen, aktuelle Daten sind oft auch exklusives Wissen. Und das wissen wir schon von diesem ursprünglichen Paper zu Generative Engine Optimization. Aber KI-Modelle lieben Originalstudien, Statistiken, Testberichte, Fallstudien. Also sie mögen nicht nur so Statistiken, sondern sie mögen auch Erfahrungen aus erster Hand, die lieben sie zu zitieren. Also es müssen nicht unbedingt Daten sein, sondern auch einzigartiges Prozesswissen ist sehr interessant scheinbar für KI-Modelle. Und dann kommen wir zum letzten Punkt von was aktuell zitiert wird und das ist das Thema Nutzerintention, Search Intent bzw. Phase der Customer Journey. Und springen wir wieder rein in die Studie von Xfunnel, weil ich finde es einfach so unvorstellbar spannend. In frühen Phasen der Kundenreise, also top of the funnel, das heißt so erste Problemerkennung, so Information, dominieren redaktionelle Drittquellen, also nichts auf der eigenen Hersteller-Webseite, sondern Presse, bibab, bobab. Das heißt, das ist das, was zitiert wird, große Publisher. In der Vergleichsphase, also Mid-Funnel, steigt, was auch total sinnvoll ist, steigt der Anteil an UGC erheblich. Das heißt, wo ich mir Meinungen von Reddit hole zur Produktauswahl,
Und dann gegen Ende der Customer Journey erst, also wenn ich dann wirklich die Entscheidung treffe zum Kauf, dann ziehen KI-Modelle vermehrt offizielle Quellen heran. Mit offiziellen Quellen meine ich Herstellerseiten, weil wahrscheinlich, und das ist meine Theorie, wirklich die detaillierte Spezifikationen und Preise relevant werden. Warum werden von KI-Modellen diese Eigenschaften oder Inhalte mit diesen Eigenschaften bevorzugt zitiert? KI-Modelle brauchen natürlich verlässliche Bausteine für ihre Antworten und dementsprechend lieben sie Inhalte, die drei Bedingungen erfüllen, und diese Punkte, die wir vorher besprochen haben, implizieren diese 3 Bedingungen. Wir brauchen vertrauenswürdige, solide Informationen, also was Autorität hat, beliebt ist und auch in anderen Quellen genannt wird, weil wir wissen ja auch, dass wenn du öfter genannt wirst, also so wie Markensuchanfragen, auch wenn du öfter genannt wirst, ist es zuträglich, um zitiert zu werden in KI-Antworten. Dann zweitens, das ist voll spannend, das ist nämlich das, was am besten manipulierbar ist inhaltliche Passgenauigkeit. Das heißt, gibt es auf dieser Seite Inhalte, die ich überhaupt heranziehen kann, als erster Schritt, und dann ist es in einem Format, dass die KI das einfach auslesen kann. Und das ist da, wo der meiste weil der erste Punkt ist nur langfristig verbesserbar, das ist kurzfristig verbesserbar, und dann eben der dritte, der ist dann die Extrahierbarkeit, nämlich passt es sprachlich, ist es klar genug und auch von der Formatierung her, dass das leicht extrahiert werden kann, und dazu gehören natürlich auch technische Aspekte wie, kann ich diese Seite als KI-Bot, der Informationen sammelt, überhaupt besuchen oder bin ich ausgesperrt? Was heißt das jetzt für deine oder eure Content-Strategie? Grundsätzlich habe ich das jetzt aufgeteilt in auf der Webseite und abseits der Webseite. Also, um das mal ganz strategisch aufzuziehen, wir brauchen mal auf unserer Webseite inhaltliche Breite und inhaltliche Tiefe. Natürlich kann ich die Schiene fahren mit sehr langen Seiten, hat andere Nachteile, die vielleicht nicht ideal sind, aber ich kann ja Breite und Tiefe abbilden, und ich kann einfach für Feinheiten, also es gibt generische Übersichtsseiten und dann habe ich feine Seiten zu spezifischen Perspektiven zu diesem Thema mit tiefschürfenden Inhalten. Das wird mir auch helfen, nicht nur in so Chatbots aufzuscheinen, sondern auch zum Beispiel in Google AI Overviews. Dann, wenn wir die Inhalte selbst betrachten, müssen die strukturiert sein und in klare Abschnitte. Das ist das, was ich immer sage mit, hey, eigentlich sollte jedes Kapitel so aufgeteilt sein mit einer Kernaussage und dann erst die Details, damit die Kernaussage einfach auszulesen ist, weil die Kernaussage ist tendenziell wahrscheinlich eine Frage, die sehr häufig vorkommt und dementsprechend viel Nachfrage hat. So. Was wir bei KI-Modellen natürlich betrachten müssen, wir wollen nicht mehr rein in Keywords denken, sondern in Themen. Dazu haben wir schon mal uns angeschaut, hey, wir haben unsere Keyword-Recherche mit einem Main-Keyword und dann Secondary Keyword, und jetzt wollen wir auch drumherum die Fragen noch genauer beantworten, wie wir sie vielleicht im Kontext von SEO beantwortet haben. Dann wollen wir, wenn wir Inhalte kreieren, um wirklich jetzt ins Nitty-Gritty, ins Operative zu gehen, wollen wir eigene Daten und eigene Meinungen bzw. Perspektiven einarbeiten, um die Zitierfähigkeit dieser Seite zu erhöhen. Was eine Grundvoraussetzung ist, und es ist mir fast schon peinlich, es zu sagen, mache natürlich deine Inhalte zugänglich für die Bots und idealerweise sehr leicht zugänglich, weil je schwieriger das, also es ist nicht nur, sie haben Zugriff, sondern auch wenn die Seite schneller verfügbar ist, werden dich Bots bevorzugt besuchen im Vergleich. Ja, die Seite ist verfügbar, aber bis Zugriff besteht auf die Inhalte, dauert es 30 Sekunden, ist wahrscheinlich nicht so gut. Dann, was wollen wir abseits der Webseite machen? Wir haben gelernt, an einem sehr wichtigen Punkt der Customer Journey lieben KI-Suchsysteme Drittquellen, nämlich einfach große Publisher, große Magazine mit einer gewissen Unabhängigkeit. Wir wollen dort mit unserer Marke gefunden werden. Das heißt, wir müssen digitale PR machen, wir müssen schauen, dass wir
Fachbeiträge bei anderen publizieren. Wir wollen, dass unsere Meinungsführer in Interviews vorkommen. Wir wollen alles machen, um Marken- und Expertennennungen für unser Unternehmen zu generieren. Und dann, und es ist nicht so einfach, wie es klingt, weil alle sind immer so, ich sehe das auf LinkedIn und denke mir immer so, okay, wer macht das? Natürlich, UGC-Kanäle darf ich nicht vernachlässigen, aber betrachten wir moderne Marketingabteilungen, wer postet dann auf Reddit irgendwelche sinnvollen Sachen? Weil das müssten ja dann Fachexperten sein, die hier auf Reddit Fragen beantworten. Es wird nicht irgendwie eine marketingverantwortliche Person machen, weil es ist ja fast schon wieder Thought Leadership. Das heißt, dieses Thema finde ich sehr schwierig. Ich glaube, wenn man im Unternehmen Thought Leader hat, die darauf Lust haben, grandios. Sonst ist es aus meiner Sicht immer, jeder sagt es und diese CEOs und Online-Marketing-Berater sind immer voll überzeugt. Aber dann denke ich mir immer, wer ist dann auf Reddit unterwegs? Irgendjemand, der keine Ahnung vom Thema hat. Was dann passiert ist, diese Person wird gebannt oder gedownvotet oder was auch immer. Du brauchst dann jemanden, der Bock auf das hat. So. Was generell zusammenfassend dazu als Gedanke abgespeichert werden sollte, wenn du bzw. ihr nicht Teil des digitalen Diskurses seid, wird euch die KI auch nicht nennen. Und damit meine ich, du brauchst einen großen digitalen Fußabdruck für deine Marke. Je größer es ist, je mehr nach eurer Marke suchen, je mehr ihr bei großen Fachportalen genannt werdet, desto einfacher wird alles werden. So. Zusammengefasst, KI-gestützte Antworten zwingen uns nicht unbedingt alles anders zu machen, weil vieles davon sind einfach im SEO gang und gäbe, man macht es jetzt etwas anders. Das heißt nicht, ich sage nicht, SEO ist gleich, was wir hier machen, sondern es gibt gewisse Ähnlichkeiten und wir müssen uns einfach mehr jetzt dann auf diese anderen Faktoren auch mit fokussieren. Ich würde es trotzdem SEO nennen, wir können es auch Geo nennen oder Gaio oder was auch immer. Aber sie machen sichtbar, ob Content wirklich Substanz hat oder nicht. Also weil es einfach jetzt mehr auf Originaldaten geht und so weiter. Also ob du was Cooles hast oder ob du einfach von den Top 10 abgeschrieben hast. Das heißt, bei der Content-Produktion mag die Barriere gefallen sein, weil du jetzt schneller mehr produzieren kannst und dieses tolle Unterstützungssystem hast. Wenn es aber um Einzigartig geht, dann ist das jetzt plötzlich eine Voraussetzung. Das heißt, die Zeit, die wir im Content sparen, müssen wir jetzt, das ist auf jeden Fall, was ich versuchen werde, in Einzigartigkeit investieren. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.